Leute, es gibt gerade unfassbar viele Fake News beziehungsweise auch Gerüchte, die ich gerade zu lesen bekomme in den Kommentaren, innerhalb der Community, auf Social Media, und ich möchte das Ganze jetzt in der Hinsicht ein bisschen klarstellen, weil es sind einige Informationen im Umlauf, die so nicht stimmen. Ich war die letzten Tage beziehungsweise die letzte Woche damit beschäftigt, Leute, euch exklusives Gameplay bereitzustellen zu Sparking Zero. Ich habe das Ganze auch komplett rausgehauen, also alles, was ich an Content besitze, ist nun im Umlauf. Das Ganze ist teilweise auch komplett viral gegangen, zum Beispiel der Clip mit Wiz. Ich werde nach und nach jetzt meine Meinungen und sowas zu den verschiedenen Charakteren, wie die sich spielen lassen etc. die Tage und Wochen sozusagen für euch aufbereiten. Aber es gab an der Stelle auch ein Interview am 19.09. mit Furuntani. Das ist das neueste Interview. Ich weiß, viele Content Creator haben darüber auch schon berichtet. Aber die wenigsten haben sich korrekt auf die Quelle, auf die Ursprungsquelle, auf das Interview berufen, sondern haben einfach nur Fetzen rausgenommen, gut Marketing gemacht, Dinge in Umlauf gebracht, irgendwas gelabert. Und einige von euch haben das dann irgendwo aufgeschnappt und kommentieren das jetzt überall, wo ich mir denke, hey, woher kommt das her? Bestes Beispiel in meinem FAQ-Video sind einige Nachrichtenkommentare drunter, wo ich mir dachte, hey, woher habt ihr diese Infos? Wer behauptet das? Und um das alles klarzustellen, Freunde, dieses Video hier, deshalb gerne ein kostenloses Abo dalassen, um nichts zu Dragon Ball Sparking Zero zu verpassen. Wie gesagt, Freunde, bis zum Release werde ich euch mit Content versorgen und danach geht es erst richtig los, weil dann ist das Spiel draußen. Aber wir starten jetzt, Freunde. An der Stelle will ich auch nochmal kurz erwähnen, Leute, das Interview fand mit IGN statt. Link zu dem Interview, das komplette Interview auf Englisch in der Videobeschreibung. Checkt's ab, lest euch da gerne rein. Aber in Zukunft bitte achtet bei solchen Videos wirklich auf die Quellenangabe. Ich bin einer der wenigen Creator, würde ich sagen, die immer versuchen, die Quelle, die Originalquelle zu verlinken. Ist natürlich nicht immer einfach, aber so wisst ihr, woher ich die Infos habe. Und wir fangen zuallererst mit dem Thema an, der Custom-Fusion. Ich lese Kommentare, wo Leute sagen, ey, wie geil, Sparking Zero wurde bestätigt, der kann mit dem fusionieren, Vegeta mit Gohan fusionieren, diese Fusion, bla bla bla. Und ich denke mir, woher kommt das? Folgende Frage, ich zitiere, IGN-Interviewer fragt, ich weiß, dass Sie es wahrscheinlich nicht sagen können, aber ich muss fragen, gibt es in diesen Was-wäre-wenn-Szenarien die Möglichkeit, neue Fusionen im Spiel zu sehen? Nicht zu spielen, zu sehen. Erstens. Zweitens, wir berufen uns hier auf die Was-wäre-wenn-Szenarien innerhalb des Episode-Battle-Modus, also innerhalb der Story aus der Perspektive der verschiedenen Charaktere. Und da kann man ja bestimmte Entscheidungen treffen, die das Handlungsgeschehen verändern können. Furuntani antwortet, sehr coole Frage, schwierig zu beantworten. Wir möchten die Was-wäre-wenn-Möglichkeiten bis zur Veröffentlichung des Spiels ein wenig im Verborgenen halten, was ja völlig okay und richtig ist. Wir Creator, bevor ihr denkt, ihr habt doch schon die Story spielen dürfen und gezeigt, Leute, wir durften nur die ersten 20 bis 30 Minuten zeigen, von wie vielen Stunden die noch auf uns alle zukommen. Also das war wirklich nichts Großartiges, beziehungsweise nur bei Goku Freezer und Goku Black. Um nochmal zur Frage zurückzukommen, IGN antwortet mit verstanden und Furuntani sagt, ja, das lassen wir erstmal so stehen. Das heißt, hier wurde weder bestätigt, noch eben nicht bestätigt, dass Was-wäre-wenn-Fusionen im Spiel zu sehen sind. Das heißt nicht, dass du jetzt selber einen Modus haben wirst, wo du Was-wäre-wenn-Fusionen erstellen kannst, weil es gab schon mal so ein Spiel, wo das möglich war anscheinend in Dragon Ball. Aber das wurde hier nirgends bestätigt oder ebenfalls nicht bestätigt. Im besten Fall wird es vielleicht eine neue Fusion geben, die man aber nur zu sehen kriegt. Ich denke nicht, dass man die dann selber anspielen oder nachspielen kann. Geschweige halt seine eigenen Fusionen machen kann. So viel zu dem Thema. Zweites Thema, Leute, was wichtig ist, sind die Manga-Charaktere bzw. Manga-Content. Ihr habt es mitbekommen, gerade beim Gameplay von Goku Black sieht man einen Move von ihm, den man so nicht kannte. Haben auch sehr viele in die Kommentare geschrieben, hä, woher kommt der Move, was ist das für ein Move? Ist ein Manga-Move, genauso auch andere Charaktere haben Manga-Moves bekommen und ich finde das unfassbar cool, ich finde das unfassbar stark, weil das sich dann von dem 0815 oder von den Standard-Gameplays im Vergleich auch zu anderen Charakteren abhebt. Und da ist natürlich die Frage naheliegend, ich zitiere wieder IGN, ich weiß, es ist vielleicht zu weit vorausgedacht, aber ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Im Dragon Ball Super Manga gibt es derzeit viele coole Charaktere, die viele Fans gerne sehen würden, wie Granola und Moro. Sind diese Charaktere auf Ihrem Radar oder würden Sie gerne auf Charaktere eingehen, die im Manga vorkommen, aber noch nicht im Anime aufgetaucht sind? Die Antwort von Furuntani, Kurzantwort ist, dass es momentan schwierig ist, über diese Dinge zu sprechen. Ja, aufgrund verschiedener Umstände, wie Sie sicherlich verstehen. Das heißt, auch hier
weder ein Ja noch ein Nein, dass Manga-Charaktere zukünftig kommen werden. 2 Dinge, die dagegen sprechen, die bisher immer so waren. Natürlich ganz klar zum einen die Spoiler, also Anime-Only wird dann gespoilert, wenn auf einmal Manga-Charaktere am Start sind. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Das größte Problem ist das Thema Lizenzen, weil andere Lizenzgeber die Lizenzen von Dragon Ball Anime haben und andere Lizenzgeber die Lizenzen von Dragon Ball Manga haben. Und das einzukaufen, beziehungsweise das benötigt man dann, ist in der Hinsicht schwierig. Aber wer weiß, was da noch kommen wird. Es gibt eine gewisse Chance und Möglichkeit, aber auch hier wurde nichts bestätigt, dass wir Manga-Charaktere kriegen. Ich sehe Video-Thumbnail-Titel, wo Leute halt natürlich dann direkt gezielt das Smart als Clickbait nutzen, aber sagen, yo, Manga-Charaktere ist jetzt für Sparking Zero bestätigt. Nein, Freunde, ist es nicht. Ein anderes Thema sind die Stages, Leute, und ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Kommentar oder Nachricht zugesagt habe. In meinem FAQ-Video habe ich es auch gesagt. 12 Stages sind für mich fein, aber ich kann verstehen, dass vielleicht auch die eine oder andere coole Stage fehlt. Und hier die Frage von IGN. Erzählen Sie mir ein bisschen was von den Stages in Sparking Zero. Wie viele wird es geben und gibt es besondere Elemente bei den Stages? Furuntani hat geantwortet, wie wir es auch jetzt im Umlauf haben und gesehen haben und wissen. Es gibt aktuell 12 Stages im Spiel und das könnte sich in Zukunft noch ändern. Aber es gibt viele spezielle Gimmicks pro Stage. Das heißt, die Chancen dadurch, dass er sagt, dass es sich in Zukunft noch ändern könnte, stehen sehr, sehr gut. Und das denke ich auch und davon bin ich definitiv überzeugt, dass mit der Zeit durch DLCs etc., zukünftige Updates, weitere Stages einfach dazukommen werden. Aber er sagt auch, und das hatte ich auch gesagt, zwar gibt es jetzt nur eine kleine Auswahl an Stages, nur 12, was ich persönlich, wie gesagt, schon ausreichend finde, aber diese Stages sind ja sehr interaktiv und haben spezielle Gimmicks innerhalb der Stage. Zum Beispiel in Namek, wenn man mit einer Ulti den Planeten trifft und nicht nur den Charakter, wird der Planet komplett zerstört. Oder zum Beispiel die World Tournament Stage, wo dann das komplette Publikum evakuiert wird und du dann nicht mehr auf dem Tournament kämpfst oder im Stadion bist, sondern komplett außerhalb. Dann sagt er aber an der Stelle auch noch, und das finde ich auch interessant, es gibt viele Objekte auf der Karte, die sie nutzen können, um sich vor ihren Feinden zu verstecken. Und das ist etwas, mit dem wir die Spieler gerne experimentieren lassen würden. An der Stelle sagt er auch noch, in Dragon Ball, wenn sie eine Fähigkeit einsetzen oder aufladen, also zum Beispiel, wenn man sein Ki lädt, überall Staub aufgewirbelt wird und manchmal kommen die Charaktere aus diesem Staub heraus und führen einen Angriff aus. Das haben wir auch ins Spiel eingebaut. Es gibt also Möglichkeiten, diesen Staub zu kontrollieren. Das finde ich ultra krass. Oder sie könnten absichtlich mehr Staub aufwirbeln, um eine Wand zu erschaffen, die es dem Feind erschwert, sie zu sehen. Bis zu welchem Grad das möglich ist, müssen wir dann ausprobieren, wenn es draußen ist. Aber dass er das hier explizit nochmal in dem Interview mit IGN erwähnt, ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Fakt. Ein weiteres Thema, was ich sehr oft in den Kommentaren gelesen habe, ist das Thema Crossplay. Und bisher wurde Crossplay noch nicht bestätigt, aber im Interview wurde hier sozusagen nochmal explizit nachgefragt. Und es hieß, Crossplay ist etwas, das, soweit ich weiß, derzeit nicht für Sparking Zero geplant ist. Wenn doch, korrigieren Sie mich bitte. Also Frage von IGN. Können Sie ein wenig darüber sprechen, welche Herausforderungen damit verbunden sind, Crossplay in dieses Spiel zu integrieren? Und ist es etwas, das Sie nach dem Start des Spiels einfügen möchten, also nach dem Release? Also er fragt hier schon explizit, ist bisher nicht bestätigt, aber wie hoch stehen die Chancen oder ist es möglich, dass nach dem Release Crossplay für Sparking Zero dazukommt? Die Antwort von Furuntani, das ist ein heikles Thema, das ist sehr schwer zu erklären, was sehr schwer zu erklären ist. Also es gibt wahrscheinlich bestimmte technische Probleme, nehme ich mal an, oder Herausforderungen. Die kurz professionelle Antwort ist, dass es schwierig ist, Crossplay zum Laufen zu bringen. Er sagt aber auch hier noch zum Abschluss, also ja, das ist der aktuelle Stand. Was Ihre Frage zur Zukunft betrifft, das wissen wir noch nicht genau, aber ja. Also es steht noch offen, ob Crossplay kommt oder nicht. So oder so, klar wäre es ein geiler Zusatz. Aber an dieser Stelle wird dann noch diese Option dagelassen, aber auch nichts bestätigt. Es gibt noch andere Sachen, die in dem Interview erwähnt wurden. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Die habe ich jetzt rausgepickt, weil zu denen habe ich am meisten gelesen. Checkt das Interview gerne ab. Ich habe das Ganze, wie gesagt, nur ins Deutsche übersetzen lassen via ChatGPT. Aber kontextgemäß habe ich mich natürlich versucht, daran zu orientieren und das Ganze zu zitieren. Ist mir an der Stelle wichtig, weil ich einfach sehr viele komische Nachrichten gelesen habe. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr zu den verschiedenen Themen steht, Freunde. Und freut euch auf jeden Fall auf mehr Dragon Ball Sparking Zero Content, Leute. Nicht mehr lange, dann ist es soweit. Die letzten Tage fühlen sich, seid ehrlich, so zäh an. Aber so ist das meistens, Freunde. Ich kann es kaum erwarten, wenn das Spiel am Start ist und wir alle
richtig geil online zusammen grinden können. Deshalb auch gerne Twitch und auch meinen Discord-Server abchecken, falls ihr es nicht wusstet. Discord-Server ist auch schon lange eingerichtet, auch eigene Kanäle zu Sparking Zero. Alles in der Videobeschreibung, schaut da bitte mal rein, da ist wirklich viel Informatives drin. Als auch natürlich meine ganzen Social-Media-Kanäle und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mao Haki.